Servus miteinander, eine Frage an euch da draußen gleich mal. Und zwar, wie würdet ihr so eine Rundstab-Eckverbindung am dümmsten herstellen, damit es auch noch sauber und genau ist? Vor diesem Problem bin ich letztens gestanden. Ich habe mir mal Gedanken gemacht und ich habe da so eine kleine Vorrichtung gebaut, womit das richtig einfach und schnell funktioniert. Das möchte ich euch heute gerne zeigen. Um eine stabile Verbindung zu erhalten von den Rundstäben, müssen wir solche Einkerbungen machen. Das ist ein Viertel vom Rundstab, ist da praktisch in der gleichen Größe weggenommen, damit wir den anderen Rundstab reinlegen können, damit der sich nicht mehr groß verziehen kann. Aber wie mache ich das denn da am dümmsten? Denn ganz ehrlich, wenn ich das Ganze jetzt hier einfach mit dem Forstnerbohrer anbohre, dieses Viertel zu bohren, das geht ja eigentlich ehrlich gesagt nicht, das wird's ja rumreißen. Im Schraubstock wird auch nicht wirklich funktionieren. Und da kommt jetzt so die kleine Vorrichtung ins Spiel. Was wir dazu benötigen, das schauen wir uns jetzt mal genauer an, denn wir nehmen wie immer, fast immer nur Restholz dazu. Wir brauchen echt nicht viel dazu. Jetzt aber erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und Leute, mich wird's mal echt interessieren und schreibt es mal bitte unten in die Kommentare rein. Wie würdet ihr so eine Rundstabverbindung machen, die stabil ist und auch noch schön genau im 90 Grad ist? Ich muss da ja ein Stückchen rausnehmen von dem Rundstab, damit der andere Rundstab im gleichen Durchmesser dort reinpasst, weil wenn ich das ja nicht mache, dann wird sich das Ganze ja bewegen. Und das ist eine wirklich stabile Verbindung, wenn ich dann auch noch Schrauben benutze, das funktioniert echt gut. Vor diesem Problem bin ich letztens gestanden und habe gedacht, wie bohrst du das jetzt am dümmsten? Das geht ja nicht frei Hand oder so und fräsen oder was auch immer. Nee, habe ich nicht gemacht. Natürlich gibt's auch noch andere Möglichkeiten, aber ich habe mir jetzt einfach mal eine super einfache Möglichkeit ausgedacht mit einem Stückchen Restholz, mit einer Schraube und einer Sterngriffmutter. Und so schaut die ganze Vorrichtung aus. Ist total easy. Das ist jetzt ein anderer Durchmesser. Wir werden jetzt nochmal die gleiche Vorrichtung für einen 30er Rundstab einfach mal uns machen, weil wir brauchen leider für jeden Durchmesser an Rundstab brauchen wir natürlich eine eigene Vorrichtung. Aber diese Vorrichtung ist in ein paar Minütchen selber gebaut. Das ist überhaupt kein Stress für jeden Rundstab, vielleicht sich dann so eine kleine Vorrichtung selber zu bauen. Was werde ich an Material verwenden? Ganz einfach, ich habe hier einfach ein Stückchen Holzlatte, kleiner Mini-Balken, KWH, Holz und da müsst ihr jetzt einfach nur drauf achten, weil ihr könnt die Vorrichtung ja so stark bauen, wie ihr sie braucht für euren Rundstab. Ich werde jetzt einen 30 mm Rundstab, das möchte ich hier gern verbinden und jetzt müsst ihr bloß darauf achten, damit der Rundstab einfach nochmal oben und unten einfach noch genug Material stehen hat, damit es einfach noch stabil ist. Aber ansonsten könnt ihr verwenden, was ihr wollt. So, wie werden wir starten? Ich werde jetzt circa, ich sage jetzt mal 30 mm, werde ich jetzt erstmal ein bisschen reingehen und mache da mal einfach einen Strich, damit ich weiß, wo ich bin. So, 30 mm und dort werden wir dann den Rundstab reinmachen. An der Stelle werden wir die erste Bohrung setzen und zwar einfach jetzt mal 15 mm reinmessen. Das geht jetzt nicht auf einen Millimeter ganz genau hier. 15 mm reinmessen, das ist die Hälfte von den 30. So komme ich da drauf. So, 15. Und jetzt müsst ihr mal die Mitte anzeichnen. Und ihr zeichnet auch da oben die Mitte von unserer Holzlatte an. So, dann haben wir das mal gemacht. Hier sind dann diese 15 mm, also von dem Rand 15 mm rein. Dann kommt der Forstnerbohrer praktisch hier hin. Diese 15 mm, die übertragt ihr jetzt einfach mal rüber auf die obere Seite noch. Das brauchen wir einfach für eine andere Bohrung später noch. Das übertragen wir jetzt einfach mal rüber. So, jetzt werden wir die erste Bohrung einfach mal, die wir da setzen werden, wenn wir jetzt erstmal an können. Hier machen wir da einen kleinen, jawohl, machen wir hier rein. Dann haben wir jetzt die erste Bohrung. Jetzt kommen wir zur zweiten Bohrung. Und zwar ist es jetzt so, wir müssen das ganze Jahr, wir wollen ja diesen Rundstab ein Viertel anbohren. Das heißt, wir müssen jetzt von dieser Mitte, das ist ja praktisch diese Bohrung von diesen, also hier praktisch diese Bohrung und von dieser Bohrung müssen wir jetzt ausgehen und zwar die Hälfte davon, 30 minus 15, also die 30 geteilt durch 2 sind 15 und das geteilt durch 2 sind 7,5.
Das heißt, wir wollen ja nur ein Viertel anbohren. Also das heißt, 15 plus 7,5 kommen wir auf 22,5. Ja, ob das jetzt 22 sind oder 22,5, das ist total wurscht. Diese 5 Zehntel ist total egal. Also wir werden jetzt einfach mal, das geht nicht so auf ein Hundertstel genau. Deshalb werden wir jetzt hier dort erstmal anzeichnen. Das Ganze werden wir jetzt auf 22. Gehen wir auf 22, das ist einfacher zu rechnen. Dieses kleine Stückchen ist total wurscht. Und zeichnen uns da jetzt mal die ein und wo haben wir denn den Strich? Ich sehe es gar nicht. So, die 22 machen wir da jetzt auch mal einen Strich hin und da setzen wir die zweite Körnung rein. Jetzt könnt ihr, wenn ihr das natürlich überhaupt verwendet, natürlich werdet ihr das verwenden, an dieser Linie, die wir da gezogen haben, praktisch ist das dieser Mittelpunkt hier vom Forstnerbohrer. Dort werden wir auch noch mal ein bisschen vorkörnern und zwar werden wir da noch eine Bohrung setzen für unsere Schrauben, also unsere Schraubenbohrung. Jetzt haben wir 3 Bohrungen. Jetzt müssen wir mit unserem Forstnerbohrer, wenn man jetzt das Ganze so verwendet, bohren wir jetzt hier mit unserem Forstnerbohrer im 90-Grad-Winkel absolut einmal komplett durch und diese Bohrung werden wir nur so tief setzen, wie sie nötig ist. Das heißt, wir schauen dann einfach mal, stellen das Ganze ein, damit halt einfach der Bohrer nicht komplett unten durchschaut. Aber ja, also ihr wisst, was ich meine. Wir müssen nicht komplett durchbohren. Schaut einfach mal, wie viel Fleisch ihr praktisch an eurem Holz noch habt, damit ihr dann die andere Bohrung trifft. Jetzt schaut das Ganze so aus, schaut's mal, ihr könnt es da praktisch durchfassen und da durchfassen. So schaut das Ganze aus und wir haben jetzt nur ein Viertel von dem praktisch angebohrt, von dem, wo wir den Rundstab durchschieben. Jetzt sind wir fast schon fertig, jetzt setzen wir aber noch 2 Bohrungen. Ich werde jetzt hier bei dieser Vorrichtung einen 6 mm Bohrer nehmen. Warum? Weil ich eine M6 Schraube mache. Ihr könnt natürlich auch andere Schrauben einsetzen, je nach Stärke des Rundstabs. Und da werden wir jetzt hier eine in der Mitte von dieser Bohrung praktisch eine setzen, eine Bohrung, eine 6 mm. Und warum ich diese Bohrung da hinten noch setze, da gehe ich jetzt ca. 15 mm nach innen rein. Dort kommt die Sterngriffschraube hin. Warum ich das nachher mache, das werde ich euch natürlich noch erklären, weil wir müssen noch diesen Spalt hier aufsägen. Das machen wir auch noch an der Tischkreissäge. Damit ich nachher die M6 hier versenken kann von unten, werde ich jetzt hier noch mit dem Zähnebohrer aufbohren, damit der Kopf dann nachher eingelassen ist. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum mache ich da jetzt eine Sterngriffschraube hin, um das Ganze klemmbar zu machen? Denn wir werden da jetzt noch einen Schnitt komplett durchmachen mit der Tischkreissäge hochkant, damit wir das Ganze festklemmen können, diesen Stab. Warum? Ganz ehrlich, bei meinem ersten Prototypen ist es mir passiert, der eine Stab, der passt perfekt rein und er hält perfekt in der 30 mm Bohrung. So, da kann ich einfach runterbohren, ist kein Stress. Jetzt habe ich aber natürlich, ihr wisst es ja selber, die ganzen Stäbe aus dem Baumarkt oder so, die sind nicht so 100%ig gleich. Das heißt, die haben einfach, ich sage jetzt mal, paar Zehntel Unterschied. Aber diese paar Zehntel können das schon ausmachen, damit der Rundstab einfach nicht mehr richtig hält in der Vorrichtung. Heißt, ich muss es klemmbar machen, denn mir ist es einmal passiert, dass es nicht funktioniert hat und da hat es den Rundstab vom Forstnerbohrer, damit ich habe ja keine Zentrierspitze da, dann hat es den richtig schön rausgeschlagen. Deshalb auf Nummer sicher gehen und macht da einfach jetzt eine Klemmung hin mit einer Sterngriffschraube, damit ihr das zusammenklemmen könnt, damit der Rundstab sich ja auch nicht mehr bewegen kann. Also nur als Tipp. Wer natürlich immer zu 100% den gleichen Rundstab hat und er klemmt perfekt da drin, der könnte sich das Ganze sparen. Ach nee, macht's es einfach. Jetzt sind wir eigentlich quasi fertig, nur noch die Schraube reinmachen, fertig. Und jetzt seht ihr mal, wie das Ganze ausschaut. Also perfekt. Und jetzt schlagen wir nur noch die Schraube rein. Ich würde euch aber empfehlen, legt da was zwischen rein beim Schlagen, weil sonst ist es gleich mal wieder gebrochen.
So, schön eben. Passt. Jetzt schaut das Ganze raus. Können wir die Sterngriffschraube noch drauf machen. Natürlich können wir dann eine Unterlegscheibe drauflegen. Und dann sollte das klemmbar sein. Jawohl, perfekt, passt. Und somit kann ich auch die Toleranzen von den Rundstäben ausgleichen. Jetzt testen wir das Ganze natürlich mal. Das ist dieser Rundstab, der nicht genau 30 mm ist, sondern nur 29, noch was irgendwo. Und ihr seht, er wackelt leicht. Und deshalb wollen wir jetzt einfach mal schauen, dass wir den festzwingen können. Und ihr seht, bewegt sich gar nichts mehr. Und das ist das Wichtige, dass sich das nicht mehr rauszieht, weil ich zeige nämlich euch, was passiert. Das ist genau bei dem passiert. Bei den anderen ist es mir nicht passiert. Die sind exakt ganz genau 30 mm. Aber das Ding hier, jetzt seht ihr mal, so war es eingespannt und dann hat sich der bewegt. Man kann das wirklich mit der Hand hier dann einfach nicht mehr wirklich festhalten, muss man sagen. Und dann hat es dann auch teilweise dann wieder rausgezogen aus der Vorrichtung. Und das wollen wir natürlich nicht und es ist dann natürlich auch sicherer, wenn wir das Ganze festspannen können. Also Leute, das sind jetzt wirklich ein paar Minuten, das sind 10, 15 Minuten und dann habt ihr diese Vorrichtung schon fertig und das halt dann pro Stärke des Rundstabs vom Durchmesser, das müsst ihr natürlich bedenken. Aber ist ja nicht so schlimm, das sind 10 Minuten Arbeit, mein Gott. Leute, ich zeige euch jetzt, wie das Ganze geht. Wir spannen das Ganze auf unserem Bohrtisch fest, damit wir da nichts mehr sich bewegen kann. Und dann zeige ich jetzt euch mal einfach ganz normale 90-Grad-Verbindung, damit es auch richtig schön passt. Und dann wäre mal so eine schöne Eckverbindung, wenn wir dann auch nochmal machen. Das zeige ich euch auch. Aber jetzt erstmal die ganz normale Standardverbindung. Jetzt spannen Sie das Ganze eigentlich nur noch auf euren Tisch fest, ob das jetzt ein Bohrständer ist, ein Tisch, so ein Tisch. Apropos dieser Tisch, da gibt's eine richtig coole Bauanleitung. Ich bin so top zufrieden mit diesem Bohrtisch. Schaut's da mal rein, werde ich euch auch noch verlinken. Und diese Niederspanner gibt's auch noch ein cooles Video dazu, kann ich euch auch noch verlinken. So, jetzt geht's dann mal runter, stellt die Tiefe einfach mal ein, die ihr benötigt. Am Bohrständer. Na, komm schon, treffe ich das Loch noch. Ja. Ja, und spannst das Ganze fest. Passt. Und jetzt können wir eigentlich schon unseren Rundstab nehmen und einfach mal bohren. Jetzt muss man einfach reinschieben. Jawohl. Reinschieben auf die gewünschte Höhe, was ihr wollt. Natürlich festspannen. Jetzt ist noch eins wichtig, bevor wir anfangen. Macht's dort, habe ich ja gesagt, ihr zieht diese Striche dann noch nach. Macht's da bitte die Striche hin, einmal so quer rüber, einmal so rüber. Dann unten dann auch nochmal anzeichnen das Ganze, dann könnt ihr das Ganze nochmal drehen, weil wir müssen ja nachher dann praktisch diese Vorrichtung einfach mal drehen, damit wir dann diese Bohrung setzen können. Also zeichnet einfach eure Striche dort immer an. Deshalb solltet ihr die auch gut anzeichnen, damit ihr das immer schön erkennen könnt. So, öffnen, rausziehen und jetzt schaut's mal, was wir da eine schöne Ausfräsung haben, Auskerbung haben. Perfekt. Und jetzt ist es ganz einfach. Jetzt müssen wir den ganzen Stab noch einmal reinstecken und einfach hier einmal kurz drehen um 90 Grad und das Ganze dann wieder reinstecken. Und jetzt haben wir uns ja, seht ihr das? Nein, das seht ihr gerade nicht. Mensch, muss ja aufmachen. Jetzt seht ihr ja hier, haben wir das Ganze ja wieder angezeichnet und jetzt braucht ihr das Ganze nur noch an diese Zeichnung, an euren Strich da hinbringen und schon habt ihr die Mitte und perfekt habt ihr das Ganze eingestellt. Und jetzt müssen wir da einfach nur noch mit dem 6 mm Bohrer durchgehen und schon haben wir unsere Bohrung gesetzt. Jetzt haben wir schon mal die erste Seite fertig. Jetzt müsst ihr eigentlich nur die zweite Seite noch nehmen, dort irgendwo, wo ihr das natürlich haben wollt, das Ganze reinstecken und dort auch nochmal ein Loch bohren. Ich habe das natürlich da hier schon gemacht und jetzt werden wir das Ganze jetzt einfach mal miteinander verbinden. So anzeichnen müsst ihr genau, weil sonst ist die Bohrung auch wirklich ein bisschen krumm. Das dürfen wir ja natürlich nicht haben. Jetzt schauen wir mal, ob es da passt. Scheint zu passen. Nehmen wir mal eine Mutter, eine Flügelmutter und machen das mal zusammen. Na, eigentlich perfekt. Schaut's mal, Leute. Passt eigentlich perfekt. Haben wir doch richtig gut gearbeitet. Super. Jetzt wollen wir natürlich auch noch einen Winkel messen.
Ja, schaut's Leute, auch wir sind jetzt absolut hier schön im 90 Grad Winkel. Schwer zum zeigen. So, es wackelt. Also passt auch vom 90 Grad Winkel her. Also die erste Verbindung ist erst schon mal super, super toll gelungen. Und jetzt werden wir natürlich jetzt mal diese Eckverbindung noch machen. Thema Eckverbindung. Schaut's Leute, das hier meine ich mit Eckverbindung. Und da brauchen wir ja, in diesem Rundstab brauchen wir zwei Einkerbungen. Einmal auf dieser Seite und einmal auf dieser Seite. Und wir müssen das Ganze an einem Stab machen. Also praktisch dort auf der und dort nochmal unten, damit der wirklich in allen Richtungen wirklich stabil ist. So, und das zeige ich euch, wie das jetzt funktioniert. So, dann nehmt ihr euren Rundstab an eure Wunschstelle, die ihr haben wollt, spannt den erstmal ein und spannt das Ganze fest. Ich habe das schon vorbereitet und zwar macht es jetzt einmal hier einen Strich und zeichnet das Ganze an und macht dann da unten euren Strich und so. Und jetzt kommt's. Jetzt müsst ihr von diesem Strich hier bis zu diesem Strich hier, dann macht ihr einen Querstrich, 22 mm reinmessen, je nachdem, was ihr vorhin gemessen habt natürlich, 22 mm reinmessen und in einer Flucht diese Linie dann auch zeichnen. Dann spannt ihr das Ganze dann praktisch wieder fest und zeichnet es da unten dann auch an. Das heißt einmal so und dann habt ihr eure Linien angezeichnet. Das heißt, wir müssen jetzt mit der ersten Bohrung einfach mal starten. Und zwar ist es dann so, einfach festspannen, dann bohren wir hier diese Aussparung rein, ändern das Ganze ab, nehmen den Bohrer und setzen dann, also drehen das Ganze einmal so rum und wie vorhin halt und setzen dort unsere Bohrung für unsere Schraube rein. Dann spannt ihr das Ganze auf, wechselt das Ganze wieder, dreht das Ganze wieder in eure Position, wie ihr das natürlich auch haben wollt. Ihr könnt natürlich so rumdrehen, ihr könnt andersrum drehen und setzt das Ganze wieder fest. Machen wir nochmal, also 90 Grad drehen und machen wir das gleiche noch einmal, setzen dann wieder die Bohrung rein und dann hätten wir normalerweise, wenn alles richtig vermessen worden ist, haben wir unsere Eckverbindung. So Leute, schaut's mal, so muss es eigentlich ausschauen. Wenn es jetzt richtig funktioniert hat, müsste es jetzt so einigermaßen passen. Aber wir müssen jetzt noch natürlich die Gegenseite, die Bohrungen setzen an diesem Stab, aber das machen wir per Hand mit dem Akkuschrauber. So meine Lieben, jetzt schaut's mal diese Verbindung an, hat echt top funktioniert. Ich habe hier nicht wirklich einen Spalt, es ist relativ sauber alles verarbeitet. Ihr seht es jetzt gerade hier. Ich glaube, irgendwo habe ich jetzt hier einen Spalt gesehen. Da schaut's mal, das ist ein minimaler Spalt, das ist vielleicht 1 Millimeter oder so. Also man sieht, man muss genau arbeiten, dann passt es auch gut beieinander. Also top, mir gefällt es trotzdem. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Und vor allem, schaut's mal, das ist eine wirklich richtig stabile Verbindung. Also, ich kann mich da richtig drauf sitzen eigentlich. Da passiert gar nichts. Die ist stabil wie die Sau. Richtig gut. Und wie gesagt, dieser 1 Millimeter hier, den ich da habe, mein Gott. Aber es hält trotzdem. Echt top. Also ich finde diese Verbindung richtig stabil und es funktioniert mit der Vorrichtung echt gut. Es funktioniert natürlich nur so gut, wie genau ihr diese Vorrichtung auch natürlich baut. Also da geht es schon um Millimeter, dass es dann am Schluss nicht passt. Also hier ist 1 Millimeter Luft. Naja, gut. Es ist aber trotzdem stabil und das finde ich super. Leute, wenn ihr noch Ideen habt, wie man das anders lösen könnte, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Würde mich mal vielleicht interessieren, ob da irgendjemand anders noch irgendwelche andere Ideen einfach hat. Würde mich echt drüber freuen. Leute, ich werde euch natürlich, wie schon erwähnt, zum Beispiel den Bohrtisch und den Niederspanner und so, werde ich euch unten das Video in der Videobeschreibung natürlich verlinken. Auch diese Sterngriffe. Baut ihr Sterngriffe noch selber aus Holz oder so? Nee, ganz
ehrlich, lohnt sich gar nicht, muss ich sagen. Ich kaufe mir diese Sterngriff-Schrauben, die kaufe ich mir einfach. Und da werde ich euch unten auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. So Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst doch bitte dem Video einen Daumen da. Abonniert den Kanal, nicht vergessen, unterstützt Gipfelholz. Vergesst die kleine Glocke nicht zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Leute, wir sind am Ende. Ich wünsche euch schöne Grüße, Eckverbinder Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.